Paris. Dieses Wort löst etwas aus. Es dient als Projektionsfläche für Liebende. Aber Liebe und Sinnlichkeit wird auch diese Weltstadt nicht aus dem Nichts erschaffen. Vor 2300 Jahren, von den Kelten als Lutetia gegründet, zählt sie seit Jahrhunderten zu den Metropolen unserer menschlichen Welt. Die 2 Millionen im Zentrum drängen sich enger zusammen als in jeder anderen europäischen Großstadt. Man ist sich nah im Kern der Hauptstadt. Die 10 Millionen drumherum haben etwas mehr Platz. Paris ist immer wieder Ziel von Anschlägen. Ein Angriff auf dieses Zentrum westlicher Kultur, auf eine Stadt, die so leichtgängig mit Liebe und Sünde umgeht, die Freiheit und Eros hochhält. Das ist in vielerlei Hinsicht attraktiv für Extremisten und religiöse Fanatiker. Party time, excellent. Wie Sie hören, hören Sie nicht. Diese Stadt hat viel Leid und Not erlebt und immer wieder Lösungen gefunden. Mal fehlt es an Baumaterial für Notre Dame, Louvre und all die anderen. Also baute man Kalkstein ab und höhlte dafür den Untergrund aus, bis auf einmal ganze Straßen 20 Meter in die Tiefe stürzten. Die verängstigten Pariser setzten Ludwig XVI. Unter Druck und die Stollen wurden gesichert. Dann wurden die überfüllten Friedhöfe der Großstadt zum Gesundheitsrisiko. Also bettete man in den Nächten über 6 Millionen Tote in die leerstehenden, befestigten Hohlräume unter der Stadt um. Aus Stollen wurden Katakomben. Problem, Lösung, Problem, Lösung. Seit Jahrhunderten wird hier das Experiment Weltmetropole durchgeführt. Jeder Versuch setzt Schicht auf Schicht. Das schafft Struktur. Jeder Fleck war schon einmal bemalt, beklebt, verbogen und verloren. Wir leben auf den Knochen unserer Vorfahren, sind nur eine weitere Lage menschlicher Existenz. Das wird in Paris deutlicher als anderswo. Der Tod als Begleiter, Jugendlichkeit, Liebe und Vergänglichkeit so dicht beieinander. Weder Kunst noch Schönheit machen die Augen im morgendlichen Berufsverkehr weniger ausdruckslos. Dicht gedrängt in U-Bahn oder Bus, mit Kopfhörern schließen sie die Augen und träumen sich vielleicht nach Alaska oder einen anderen abgelegenen Ort. Noise Cancelling sorgt für einen Moment der Stille, übertönt das Rattern und Klacken der Schiene. Dann aussteigen und funktionieren. Meeting, Kalkulation, Kunde, Reinigung, Fabrik, Druck, System. Hier geht es nicht um Bedeutung, sondern ums Überleben. Denn dieses gedrängte Leben will mit Zeit bezahlt werden. Wo wir beim Thema sind. Wie viel Wert hat unser menschliches Bewusstsein überhaupt noch? Wir stehen schon wieder an der Schwelle in ein neues Zeitalter. Ein Zeitalter, in der künstliche Intelligenz unseren menschlichen, so primitiven Code aus Bedürfnis, Leid und Verlangen knackt und uns mit dem füttert, was wir verlangen. Leid wird unnötig, genau wie der innere Kampf, der Kreation aus unseren inneren Hohlräumen an die Ränder unseres Bewusstseins fördert. Algorithmen fühlen nicht, Daten leiden nicht. Und dann irgendwann werden wir das auch nicht mehr tun. Und was so erstrebenswert klingt, wird unser Untergang sein. In wenigen Jahren wird niemand mehr beweisen können, dass ein Roman, ein Gedicht oder eine Doktorarbeit ja nur ein einziger Satz aus menschlichem Bewusstsein geboren wurde. Und ab diesem Moment wird es niemand mehr interessieren. Dann sind wir Schriftsteller oder Wissenschaftler und sind es doch nicht. Nur noch Replikation der Menschlichkeit. Wie viel mutloser können die Augen im Berufsverkehr noch sein? Wann versinken wir endgültig in die lieblose Bedeutungslosigkeit? Vielleicht ist das Menschliche auch einfach zu Ende erzählt. Vielleicht sind wir durch hier. Metropolen wie Paris als Höhepunkt unserer zivilisierten Invasion, unserer stinkenden Belagerung. Noch gibt es Widerstand. Die U-Bahn werden bestreikt. Das verursacht vorsichtiges Chaos. Demonstriert wird nicht gegen den geistigen Verfall der Menschheit, sondern gegen die Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 64. Renteneintrittsalter. Dieses Wort ist der Inbegriff unserer Dummheit.
Will man das positiv sehen, ist es ein Kampf für 2, hoffentlich gesunde, späte Jahre mehr. Ein Gefecht für mehr Zeit sozusagen. Und doch kann ich dabei die Ironie nicht übersehen. Wenn die aktuelle Entwicklung ihren Lauf nimmt, werden wir eines im Überfluss haben. Ja richtig, Zeit. Dann sehen wir uns vielleicht nach Arbeit, nach Bestätigung. Oder wir lehnen uns einfach zurück und lassen uns, sitzend in selbstfahrenden U-Bahnen, von technologischen Göttern füttern. An einem Abend in einer noch menschlich bedienten Metro schaut ein Mann gegenüber von seinem Buch auf und fragt, erst auf Französisch, dann, merkend, dass wir kein Wort verstehen, auf Englisch, ob ich über die Aufstände berichten würde. So schnell macht ein Mikrofon auf einer Kamera einen Touristen zum potenziellen Aktivisten. Nein, antworte ich und er liest weiter. Zurück zur Projektionsfläche Paris. Wer verliebt ist und frei, dem multipliziert Paris Liebe und Freiheit. Cafés, das Seineufer, Kopfsteinpflaster, Laternenlicht, Mode, Eau de Parfum, Rotwein, spät bei Kerzenschein zu Abendessen, die Musik, ja vielleicht sogar dieser Turm aus Stahl. Nötig ist aber Unbeschwertheit, ja Leichtigkeit. Wer seinen Zynismus mit hierher bringt, der wird mit dem Anblick der zur Liebe Fähigen bestraft. Ich weiß, wovon ich rede. Bewaffnet mit meiner Kamera filme ich, als gehe es um ein kreatives Überleben. Laufen, anhalten, filmen. Laufen, anhalten, filmen. 22 Kilometer geht es an einem Tag so. Was mir dabei verloren geht, ist die Faszination, die Bewunderung, die Liebe. Und was ich selbst nicht ausstrahle, kann mir weder Melina noch diese Stadt entgegenbringen. Ich scheine mich selbst nicht retten zu können, scheine begeistert werden zu müssen. Wie bedürftig und seelenlos das klingt. Gerade denke ich, dass das Bewusstmachen an sich ja der erste Schritt ist. Bewusstmachen als menschliches Allheilmittel. So wirklos, wenn darauf nichts folgt. Paris ist auch die Stadt, in der Menschen Romantik und Liebe mit Materialismus verwechseln. Louis Vuitton regiert diese Stadt. Die überdimensionierten Zentren der Luxusmarke dominieren die Champs-Élysées. Fast ehrfürchtig stehen sie in Reihen und bitten um Einlass. Für diese eine Tasche, die eine Geldbörse, die die Käufer immer an Paris erinnern wird. Weißt du noch damals auf der Champs-Élysées, als wir in der Schlange vor Louis Vuitton standen? Das war so romantisch. Ein bisschen Status in schwierigen Zeiten. Das wirkt sich auf den Börsenkurs aus. Seit Pandemiebeginn hat sich der Wert des Unternehmens auf 400 Milliarden verdoppelt. Mehr als alle deutschen Autobauer zusammen. Luxus boomt, nicht nur zur gerade stattfindenden Pariser Fashion Week, wo das perfekte Shopping-Erlebnis sogar mit der Sichtung einer Berühmtheit gekrönt werden kann. Und so warten an einem Freitagnachmittag Dutzende junge Menschen vor dem Cheval Blanc, einer der besten Adressen der Stadt. Auf wen sie warten, wissen wir nicht. Vielleicht auf Robert Pattinson, der soll wohl hier sein. Aufregend. Oh, perfekt. Paris, die Stadt der Liebe, ist wie jede andere Weltmetropole nur Projektionsfläche. Sie lässt uns sehen, was wir sehen wollen. Sie beschenkt uns mit dem, was wir bereit sind mitzubringen und verschont uns vom Zuhausegelassenen. Das unterscheidet sie von der Natur. Wer nicht in der Lage ist, den Mythos einzuatmen und als nüchterner Pragmatiker anreist, wird ohne Hoffnung entlassen. Der läuft Gefahr, Hausverbot erteilt zu bekommen. Zyniker müssen draußen bleiben und falls sie sich doch, getarnt als leichtlebige Touristen, über die Stadtgrenzen schleichen, werden sie bald schon fliehen müssen. Ich für mich hoffe auf Leichtigkeit und Lebendigkeit. Dann erst bin ich bereit für das nächste Mal Paris.